Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es endlich weiter mit den KISS-Alben chronologisch von Erscheinen bis zum letzten Album, und zwar mit allen Pressungen, die ich bis zum jetzigen Zeitpunkt von diesen Scheiben besitze. Und nach dem großen Sammlungskauf könnt ihr euch vorstellen, sind es einige Pressungen mehr geworden. Deswegen haben wir heute KISS Alive am Start. Und die anderen Videos habe ich schon gemacht. Zum ersten Album zu Hotter Than Hell und Dressed to Kill müsste es sein. Jetzt sind wir bei Alive. Und ja, da habe ich einige Pressungen seit der Sammlung anhäufen können. Die gucken wir uns an. Ich kann nicht zu jeder Pressung 100% sagen, wo sie herkommt, was es ist, wo der Unterschied ist. Ich habe einfach sämtliche unterschiedlichen Varianten, die ich sehen konnte, behalten, und jo, wir gucken da mal rein. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp, wo dann die Platte herkommt, wo das Besondere dran ist. Wenn ich es nicht weiß, nach dem Intro starten wir. Bevor wir starten, kurzer Hinweis in eigener Sache zu meinem Kanal. Ich habe ein bisschen was verändert. Es fing mit einem neuen Logo an. Jetzt habe ich ein Intro mit neuem Logo und ich habe eine Kanalmitgliedschaft ins Leben gerufen. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache oder nicht, aber ich dachte mir, hey, entweder hat jemand Interesse daran oder nicht? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn ja, freue ich mich natürlich. Und ja, das habe ich ins Leben gerufen. Ihr könnt das unter Mitglied werden sehen. Da seht ihr, was ich anbiete. Ich biete da nicht viel an. Es ist einfach eine kleine Rubrik und ich erwähne jedes Kanalmitglied dann immer sporadisch in den Videos. Kommt dann eine Laufschrift im Prinzip, wo ich die Kanalmitglieder erwähne und mich bedanke. Wer also mich unterstützen möchte in dem, was ich tue, da würde ich mich natürlich mega freuen und mich bedanken. Und ja, das gibt es jetzt bei mir, falls irgendjemand sagt, er hat daran Interesse. Ja, und in diesem Zuge möchte ich mich auch gleich beim ersten Kanalmitglied bedanken und es begrüßen in der Vinyl Army. Und zwar ist das Flori H73. Ich werde immer die Namen nennen, die hinter diesem Ad stehen, weil das sind die Namen, unter denen ihr euch letztendlich in den Kommentaren seht und wahrscheinlich besser zuordnen könnt, wer das ist. Also Flori H73, vielen Dank für deinen Support, und ja, ich hoffe natürlich noch mehr Leute in der Army, in meiner Vinyl Army begrüßen zu dürfen. Und jo, jetzt noch eine Sache, und zwar haben vielleicht einige von euch bemerkt, es gibt einige Shorts in letzter Zeit bei mir. Ich habe lange überlegt, dieses Ding mit Schallplatten zu zeigen, auf dem Plattenspieler zu machen. Das machen aber viele andere Kanäle, und ich fand es irgendwie blöde, das zu kopieren, sonst hätte ich schon früher angefangen. Da habe ich überlegt, was setzt mich von den anderen ab? Und ich glaube, das ist die Masse an nicht offiziellen Pressungen, die ich besitze von KISS. Vielleicht gibt es zwischendurch auch mal eine andere Pressung von irgendeiner anderen Band, Front 242, Depeche Mode oder irgendwie so, wenn ich da mal an nicht offizielle Pressungen rankomme. Von Depeche Mode habe ich, glaube ich, eine. Und ich werde hauptsächlich die KISS-Platten zeigen, weil ihr möchtet ja immer oft ganz gern auch wissen, wie die denn klingen. Und in diesem Zuge hört ihr immer meine Aufnahme von dem Plattenspieler. Ich suche mir immer einen Song raus und ihr hört von dieser Scheibe dann den Song und könnt ungefähr erkennen, wie die Qualität ist. Jetzt kommt zum Beispiel wahrscheinlich morgen, weil ich mache an einem Tag, wo ich das große Video mache, immer keine Shorts, sondern dann immer erst, wenn kein großes Video kommt. Und da kommen jetzt zum Beispiel welche, da hört ihr fast nur die Musik auf dem Bootleg und kein Gesang. Das ist wirklich grausig. Ich höre ja selten in die Bootlegs rein, und in dem Zuge ist es für mich auch mal ganz cool, die Bootlegs mal alle ein bisschen zu hören. Und ja, manche sind gut, manche sind nicht so gut, manche sind wirklich schlimm. Und ich werde das jetzt immer nach und nach machen, und ihr werdet immer hören, wie die Teile klingen. Der Sound ist natürlich von meinen beiden Funkmikrofonen vor den Boxen abgenommen. Ist natürlich keine Top-Qualität, aber ich glaube, dass ihr doch einen Eindruck bekommt, wie die Platten ungefähr klingen und was man da drauf hört. Okay, das jetzt zu all den Neuerungen auf meinem Kanal. Es bleiben alle Videos gleich, es kommen nur zusätzlich Shorts dazu. Also im Prinzip gibt es mehr fürs Geld, ne? Auch wenn ihr kein Geld bezahlt. So, legen wir los mit dem, worum es heute geht. Es wird ein langes Video.
Also holt euch einen Drink und setzt euch hin und genießt die Alive-Scheiben, die ich hier so zeige. Da haben wir diese hier und da seht ihr schon das Besondere, es ist mit einem normalen S geschrieben. Nicht das deutsche Z umgedreht, sondern oder halt die Blitze, sondern wir haben hier eine Standardschrift mit einem Standard S. Das Ding finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Wir gucken da einmal rein. Zustand ist nicht der beste. Wir haben auch hier dieses besondere S. Dann haben wir hier den Rest, der auch in der normalen Alive-Scheibe drin ist. Und hinten drauf sieht das Ganze so aus. Auch hier wurde das Logo abgeändert und wir haben da dieses Standard S. Die Scheibe drin sieht folgendermaßen aus. Wir haben da natürlich eine normale schwarze Pressung und haben ein blaues Logo. Da kommen wir gleich noch ein bisschen zu Varianten. Die schauen wir uns natürlich auch gleich an, weil ich besitze ja fast alle Varianten, aber da gucken wir gleich genauer hin. So, da ist nämlich die nächste. Da ist das Besondere, der Teil hier ist zugeklebt und es ist nur eine Seite geöffnet. Das ist eine Repress-Variante von dieser Version. Und das Besondere hier ist, ich ziehe sie jetzt nur mal so raus, das Label. Ihr seht es vielleicht, es ist ein Casablanca-Label. Und das ist das Besondere an dieser Version. Und das Teil hat noch eine Besonderheit. Hinten drauf unterscheidet es sich durch diesen komischen Kreis hier oben. Das ist auch noch eine Änderung, die auf dieser Version ist. Und da kommt es jetzt noch mal zu was Besonderem, weil es gibt noch eine Fassung. Und hier kommt jetzt der ärgerliche Part. Sie ist nicht vollständig. Ich habe leider nur eine Platte von den Alive-Scheiben hier drin. Der Rest ist wieder alles identisch. Auch hinten ist dieser Kreis drauf, aber es ist eine weitere Repress-Variante und da ist wieder das blaue Logo und das hier ist so ein bisschen ausgeblichener, leichtes vergilbtes Blau, würde ich sagen, was auch unterschiedlich ist zu der anderen, die ich euch als allererstes gezeigt habe. Also das sind die drei Varianten, die existieren. Leider fehlt mir hier die erste Scheibe, was sehr schade ist. Ich behalte sie trotzdem, weil es halt einfach ja, das Einzige ist, was ich in dieser Variantenform zu bieten habe. Kommen wir zu den, ich sag mal, deutschen Logo-Fassungen. Ich weiß nicht, ob immer alle Pressungen mit diesem Logo wirklich aus Deutschland kommen. Das ist die wohl neueste Pressung, die es gibt. Das ist eine Repress. Nicht Repress, sondern ja doch, kann man so sagen. Es ist eine Neuauflage, 180 Gramm Vinyl. Ihr seht es, das Bild ist diesmal sehr hell gehalten. Innen drin sieht es so aus, da sind ein paar mehr Platten abgedruckt als bei der anderen eben. Hinten sieht das Ding so aus. Da seht ihr auch, hier ist wieder dieses deutsche Logo drauf gemacht auf dem gemalten Schild. Und ja, ihr bekommt hier natürlich 180 Gramm Vinyl, angelehnt an die Variante, die wir eben gesehen haben mit dem blauen Logo. Allerdings ist hier so ein silber gedrucktes deutsches Varianten-KISS-Logo drauf. Und das ist halt die neueste Fassung, die man jetzt bekommt, wenn man bei U-Discover Store oder wie die alle heißen, bei Universal halt direkt, wenn man da bestellt, dann bekommt ihr momentan diese Fassung. So, jetzt geht's dann los. Jetzt kommen die Sachen, wo ich nicht so recht weiß, dann was die Besonderheiten sind. Wir haben hier ein sehr dunkles Bild. Wir haben ja wieder im Prinzip denselben Innendruck. Hinten drauf sieht es auch relativ identisch aus. Kann natürlich sein, dass sich hier mal so ein paar Kleinigkeiten unterscheiden. Das ist natürlich hier wieder eine ältere Originalpressung und die kommt dann im Casablanca-Logo daher. Da seht ihr es. Das ist aber auch dann, ich denke mal, eine deutsche Pressung. Steht das da irgendwo? Obwohl das ist, nee, es ist eine holländische Pressung. Okay, das ist eine holländische Pressung. Da ist das Cover wirklich sehr, sehr schön vom Zustand. Da kann ich echt nicht meckern. Die habe ich hier wirklich im tollen Zustand. Auch das Vinyl ist fast tadellos. Also die sieht gut aus. Oben minimaler Seam Split. Ansonsten ist das wirklich ein schönes Teil. Also scheint eine Holland-Pressung zu sein. So, dann haben wir hier die nächste, die ist im Gegensatz zu der anderen so ein bisschen rau, auch sehr dunkel vom Motiv her. Wir haben innen drin auch wieder diese Geschichte hier. Hinten drauf sieht es auch wieder so aus. Wir gucken mal rein, was hier der Unterschied ist. Auch hier kommt wieder ein Casablanca-Logo und das Ding ist dann Made in West Germany. Das ist dann anscheinend eine richtige deutsche Pressung vom Alive-Album. Das ja, ist auf jeden Fall
eine Version, die man wahrscheinlich hier in Deutschland standardmäßig bekommen hat. Wenn ihr irgendwie andere Informationen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn wir schon dabei sind, lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar und einen Daumen nach oben fürs Video, würde mich tierisch freuen. Man erwähnt das viel zu wenig, aber es ist leider wichtig für so einen kleinen Kanal wie meinen. Also gerne auf alles hauen, macht die Glocke an, alles was ihr machen könnt, freut mich. So, das nächste Teil, das hole ich jetzt mal raus. Das habe ich in einer extra Hülle nochmal, weil es in einer Hülle kommt. Und das ist wirklich für mich eine der Pressungen, mit der ich ja irgendwie nicht so richtig weiß, was habe ich hier. Das Ding ist besonders. Und zwar ist es ein deutsches Album, aber das Besondere ist nicht das Album, weil das ist irgendwie auch eine, glaube ich, deutsche Pressung. Können wir gerne gleich auch nochmal rein. Ja, Printed in West Germany. Es ist im Prinzip wie die andere, aber das Besondere seht ihr hier. Das ist dieser Einleger. Und zwar hat die Hülle ein Teil dran. Und hier unten war auch noch was drin anscheinend, aber hier oben ist so ein kleiner Zettel drin mit den Titeltracks und so einem kleinen Bild. Und ich hoffe, ich habe es weder bei Discogs gefunden, noch jemals irgendwo anders. Diese Pressung besitze ich seit meiner Kindheit. Das ist meine Alive-Scheibe, die mich seit meiner Kindheit begleitet. Und ich habe nie was Vergleichbares gesehen mit diesem Schild hier hinten dran, mit dieser Tasche. Und ich frage mich, habe ich hier was super Besonderes? Ist es irgendwas, keine Ahnung, was sich jemand selbst gemacht hat, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das Ding sieht zu professionell gemacht aus hier hinten. Und die Tasche ist ja auch wirklich was Besonderes mit diesem angeschweißten kleinen Täschchen hier. Da bin ich jetzt echt auf eure Hilfe gespannt oder auf eure Hilfe angewiesen, ob irgendjemand von euch weiß, was das hier ist und wo diese Pressung, ja wahrscheinlich aus Deutschland, aber wo das herkommt. Was ist das für eine Hülle und ja, was ist das Besondere daran? Ist das was Besonderes? Ich bin wirklich ratlos und diese Scheibe besitze ich wirklich seit meiner Kindheit. Das ist meine Alive-Pressung, die ich immer gehört habe. Sehr cooles Teil, für mich was Besonderes wegen dieser Hülle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was ich da habe. Ja, dann kommen wir mal zu einer Picture Disc. Ich glaube, das ist eine ja, Neupressung. Ihr seht es schon, hier hat sie leichte Schlieren drinne. Ja, ist die einzige Picture Disc, die ich von der Alive besitze. Sie hat keine Nummerierung, wenn ich das richtig sehe. Also da oben ist zwar eine Nummer, aber ich glaube, dass es sich hier um so eine holländische Neuauflage handelt oder was auch immer. Die ist ja, die einzige Picture Disc von Alive, die ich habe. So, kommen wir zu den Original-Logo-Pressungen und auch da seht ihr natürlich das Original-KISS-Logo. Hier ist das Bild wieder deutlich heller als bei ja, den anderen Pressungen. Innen drin natürlich auch das Original-Logo, das unterscheidet sich. Hinten drauf sehen sie ähnlich aus, allerdings haben wir hier jetzt das original gemalte Bild von den Jungs. Ja, wir schauen mal rein, was für eine Pressung drin ist. Ich habe hier leider keine Innenhülle, die ist auch nicht mehr im guten Zustand. Wir haben, ihr seht, da ist ein fetter Kratzer drauf, aber wir haben hier Alive mit dem KISS-Schriftzug hier drauf und ich gehe davon aus, dass es sich hier um eine deutsche Pressung handelt mit Original-Logo. Das sieht halt ganz danach aus. Vorne habe ich eine Hülle drin, da ist das Ganze dann auch nochmal, die ist auch nicht mehr so schön, die Innenhülle. Aber das ist das Teil hier, ich weiß gar nicht, steht das hier irgendwie genau. Das ist Bellaphone Germany, also das ist irgendwie dann wohl eine deutsche Erstpressung mit Original-Logo noch. Ihr werdet es bestimmt besser wissen als ich. So, weiter geht es. Da kommt die nächste mit Original-Logo und die ist nochmal wieder vom Bild her heller als die anderen und hat eine Besonderheit auf dem Frontcover. Da ist das Casablanca-Logo unten in der Ecke. Mein Gott, Zungenbrecher hier. Und oben haben wir ein Two-Record-Set-Druck in der oberen Ecke unterm Alive-Logo. Da seht ihr das. Das Ganze sieht von innen wieder so aus. Hinten haben wir hier so einen kleinen PYE Records Button. Das Ganze, wir gucken gleich mal, wo das herkommen könnte. Das sehe ich, jetzt ist so klein gedruckt, dass ich es nicht mal mit Brille lesen kann.
Wir haben, ach, das war die UK-Pressung. Ja, jetzt haben wir es. Das ist eine UK-Pressung und zwar seht ihr es mit rotem Logo, Love Gun-Bild drauf und das, roten Logo sag ich schon, roten Vinyl. Da ist sogar ein kleiner schwarzer Einschluss drin. Und ja, das ist eine UK-Pressung, sind auch relativ, ich sag mal, manchmal schwierig zu bekommen. Und auch da bin ich sehr, sehr froh, dass ich die habe. Ist natürlich eine schöne Sache. Kommen natürlich beide im roten Vinyl. Hier ist die andere Scheibe drin. Und ja, haben dieses Love Gun Emblem auf dem Label, was natürlich eigentlich gar nicht passend von der Zeit ist. So, das Ganze haben wir jetzt nochmal in einer richtig schönen Variante. Wieder mit dem Two Record Set oben in der Ecke, aber unten das Casablanca Logo nicht drauf. Das Ganze hinten sieht es wieder so aus. Da fehlt dieses weiße Ding, was wir eben gesehen haben. Innen drin auch wieder identisch, ist immer ein bisschen farblich anders. Und dann haben wir hier wieder eine Scheibe mit ja, großen gedruckten KISS-Logo. Das Ganze dürfte jetzt, ich muss mal eben gucken, eine US-Pressung sein, gehe ich mal stark von aus. Steht jetzt nicht so richtig drauf, aber ich gehe hier von einer US-Pressung aus. Die ist auch vom Vinyl her sehr, sehr schön. Hier haben wir dann diese Hülle drin. Home Taping is Killing Music. Made in England steht aber hier auch wieder drauf. Oder ist es eine schwarze englische Pressung? Also hier muss ich jetzt gestehen, bin ich wirklich ein bisschen überfragt, ob das UK oder US ist. Aber da eine Innenhülle mit UK da drin ist, gehe ich mal fast von einer UK-Pressung aus. Ist mit meine schönste von der Hülle. Neben der Neuveröffentlichung natürlich, obwohl die ein Seamsplit hat. Aber für das Alter hier sieht die wirklich richtig gut aus. Dann machen wir weiter mit einer Original-Logo-Variante. Hier keine Besonderheiten. Da ist wieder das Alive-Logo vorne drauf. Bild ist sehr hell. Innen drin unterscheidet es sich jetzt ein bisschen. Leider, ihr seht es, hat irgendjemand die Original Rock'n'Roll Over Aufkleber aus der Rock'n'Roll Over Schallplatte hier reingeklebt. Ich könnte sie jetzt raustrennen, aber ich möchte es nicht, weil sie gehören irgendwie ja zu den schwer zu kriegenden Artikeln. Und deswegen lasse ich sie genau hier so drin. Es ist einfach, ja, ist einfach so. Aber hier seht ihr, hier ist ein großer Unterschied. Auch da kein großes KISS-Logo da. Das unterscheidet sich von den anderen Scheiben. Und wir gucken mal, wie das Label aussieht. Da haben wir nämlich wieder ein blaues Label. Und das Ganze scheint, muss mal eben gucken. Ich kann es wieder nicht erkennen, wo es herkommt. Ich glaube, das ist eine amerikanische Pressung. Sicher bin ich mir aber auch hier nicht, 100%. Aber das sieht ganz danach aus, weil es steht hier Casablanca Records, Rocksteady. Also es scheint hier wirklich eine US-Version zu sein. Und beide kommen halt in diesem blauen Label. Da ist auch nichts weiter bei oder so. Das ist dann einmal die Variante. Da haben wir die nächste, auch wieder eine mit Originallogo. Oben seht ihr, ist eine Nummer über dem Alive. Hier unten steht Stereo in der Ecke. Dann haben wir hier 5 Platten drin abgedruckt. Das unterscheidet sich stark von den anderen. Hinten drauf kein großer Unterschied zu sehen, außer das hier oben. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders. Und dann hier oben haben wir die französische Pressung. Ist aber leider nicht die Rot-Label-Version, sondern es ist ein Casablanca-Label, aber kommt in dieser Vogue-Hülle. Auch hier ist das Vinyl nicht mehr so schön, müsste ich mal waschen. Ja, da seht ihr auch den Unterschied ganz krass. Hier so dieses KISS-Logo in der Art drauf gedruckt. Das ist die Version aus Frankreich im schwarzen Vinyl. Es gibt ja noch eine mit diesem roten Label. Die suche ich auch, weil die versuche ich gerade so ein bisschen zusammenzukriegen, die Rot-Label Frankreich-Pressung. Aber das Teil auf jeden Fall auch, ja, sehr, sehr cool. Auch unterschiedliche Versionen auf dem Cover und so. Sehr nice gemacht. So, kommen wir noch zu 2 Pressungen, bevor wir uns die Japan-Sachen angucken. Hier ist eine Version, sehr, sehr mattes Cover, so ein bisschen rubbelig anzufühlen. Auch sehr schöne Qualität. Da wieder ein bisschen das Standardding innen drin. Hinten drauf auch, ja, nichts großartig, was das auszeichnet. Es scheint aber deutsch zu sein, weil oben steht auch als Musikkassette erhältlich. Und dann schauen wir mal, was hier steht. Da haben wir nämlich, ja, scheint eine deutsche Pressung zu sein, weil keine unerlaubte Vervielfältigung steht unten drauf.
Sonst ist da aber jetzt nichts weiter auf den ersten Blick zu erkennen. Belafon steht noch drauf. Ja, gut. Also auf jeden Fall irgendwie auch anscheinend in Deutschland gepresst. Für vielleicht andere Länder, ich weiß es nicht, weil hier steht auch oben Manufactured and Distributed by Belafon Germany. Ist auf jeden Fall auch eine interessante Version, weil das Cover sich auch so anders anfühlt. Gibt einfach echt massenhaft Pressungen und man blickt manchmal nicht mehr so richtig durch, was man da eigentlich hat. Kommen wir zur letzten, bevor wir zu den Japan-Pressungen kommen. Da habe ich diese Version, ein sehr, sehr helles Bild drauf. Es ist eine Japan-Pressung ohne Obi, deswegen habe ich sie anscheinend nicht zu den Japan-Pressungen gepackt. Also wir sind schon bei den Japan-Pressungen. Da seht ihr, ist ein Booklet mit bei. Dieses typische Textbooklet von den japanischen. Oh, hier kommt auch ein bisschen Rieselkram raus. Dann innen drin die Bilder. Hier merkt man dran, dass es Japan ist. Es sind wieder diese Kunststoffhüllen drin und die Hüllen sind sehr, sehr dick. Reißen hier oben immer ganz gerne diese japanischen Dinger, wenn sie älter werden, die Cover, weil die halt aus sehr harter Pappe sind. Und dann seht ihr hier diese Version mit so einem japanischen Schriftzeichen hier oben drauf. Das Ganze kommt auch mit blauem Label. Sehr, sehr nett. Kann gut sein, dass ich diese Version gleich auch nochmal mit Obi habe. Ich bin mir nicht ganz 100% sicher. Eigentlich dürfte ich nicht dieselbe behalten haben. Irgendein Unterschied wird da gleich bei der anderen sein. So, Japan-Pressung. Jetzt geht's richtig los. Für mich ist eine Japan-Pressung nur vollständig mit Obi. Den habe ich hier dran. Gelben Obi. Das Ganze sieht so von innen aus. Da seht ihr noch ein paar Platten abgedruckt. Hinten drauf sieht das Ganze so aus. Da haben wir ein paar japanische Zeichen oben. Made in Japan. Und wir haben natürlich auch hier diese Kunststoffinnenhüllen. Und da seht ihr schon, die unterscheidet sich schon mal krass von den anderen, weil da haben wir sehr, sehr dicken Druck drauf. Von der Schrift oben Kiss Alive Kiss. Also das ist schon mal der Unterschied bei der Scheibe. Und auch hier darf natürlich dieser Einleger nicht fehlen. Da seht ihr es, der kommt ein bisschen anders als bei der anderen Platte. Da ist keine Fotos oder irgendwas in der Art drauf. Der sieht nur so mit Text aus und das wäre diese Version. Ja, kommen wir zur letzten Scheibe. Das ist diese Japan-Pressung mit rotem Obi. Da sind wir jetzt letztendlich am Ende angekommen. Das Ganze sieht innen so aus. Da seht ihr noch ein bisschen andere Scheiben drauf. Und dann haben wir, schauen wir mal, wie das Vinyl aussieht. Da seht ihr schon, das ist eine Pressung mit Casablanca Label. Also das ist hier der Unterschied. Das andere war ja ein blaues Label. Also habe ich doch keine Japan-Pressung doppelt. Leider fehlt das Obi bei der Einfassung. Aber das Ding hier auf jeden Fall auch unterschiedlich zu den anderen Scheiben. Und wir haben natürlich auch hier wieder, und das ist das Besondere an der Pressung, ein Einleger. Ups, jetzt habe ich fast den Einleger kaputt gemacht. Da seht ihr es. Wir haben diesen Einleger, der sieht ein bisschen aus wie der aus der Einscheibe, der ersten, die ich gezeigt habe. Und dann haben wir, also aus der ersten Japan-Pressung ohne Obi. Und dann haben wir da diese Fotos drauf und wir haben dieses wunderschöne Booklet. Und das ist richtig cool, das dabei zu haben. Das ist auch das einzige Booklet, was ich besitze von der Alive. Sehr, sehr cool. Und hier habt ihr ja die coolen Fotos drin mit den alten Unterschriften der Band und hinten drauf ein Live-Bild. Ja, das war meine Kiss Alive Sammlung, alle meine Pressungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich tierisch über ein Abo, einen Daumen nach oben und einen Kommentar wünschen, besonders zu der Pressung, die aus meiner Kindheit ist, mit dieser Tasche hinten dran, mit diesem kleinen Bildchen hinten eingelegt. Ich bin gespannt, ob irgendjemand von euch weiß, wo das Ding herkommt, was es ist und ob das irgendwas Besonderes ist, was ich da habe. Ja, lasst gerne, habe ich schon gesagt, Abo, Dings und Bums da und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Keep on Rockin'. Tschüss.